Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja das Konzept der Slimline-Karte vorgestellt. Für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, das verlinke ich euch hier oben oder hier oben, wo immer das dann auch ist. Und heute habe ich euch, wie versprochen, ein erstes Beispiel mit einem ersten Cutting Die. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte, diese Slimline-Karte hier, weil ich hatte euch ja, als ich euch die Slimline-Karten per se vorgestellt hatte, habe ich euch auch dieses Cutting Die gezeigt von Whimsy und das ist die Karte, die wir heute machen werden. Das heißt, wir werden so ein bisschen blenden, eben das ausschneiden und das Ganze dann mit einer Mattierung auf die Karte aufbringen. Und wie wir das machen, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für diese Karte braucht, eben es geht um das Whimsy Cutting Die. Das hat die Größe von den Schnittlinien her gerechnet 20,3 x 7,6 cm. Da brauchen wir ein Stück Karton, um das daraus auszustanzen. Dann habe ich eine Karte, die quasi wie das Cutting Die, aber 0,5 cm größer, damit ich hier eine Mattung habe. Das heißt, die ist 20,8 in der Länge und 8,1 in der Breite. Die Karte selber ist eben auch 0,5 cm größer als das Cutting Die. Das heißt, in der Länge ist die 20,8 cm und in der Breite 8,1 cm. Somit hier 20,8 cm und 16,2 cm und gefällt bei 8,1 cm. Dann habe ich hier eine Schablone gemacht und damit werden wir den oberen Teil, quasi das, aus dem wir nachher ausstanzen, werden wir hier mit der Mustard Seed Distress Ink blenden. Da mal ein lustiges Punktmuster drauf. Dafür brauche ich eben die Distress Ink und das Blending Tool. Dann habe ich das Motiv schon vorbereitet, weil es geht ja heute ums Cutting Die und nicht um das Motiv, aber einfach um euch zu zeigen, das ist auch von Whimsy und da habe ich das koloriert mit den Copic-Markern. Einerseits hier die Zunge, das ist mit dem R0 und dem R11. Dann die Giraffe selber habe ich koloriert mit dem I15 und dem I38. Und ich mache es jeweils so, dass ich hier zum Beispiel, ihr seht das vielleicht bei den Augen, wenn ich viel weiße Fläche habe, gebe ich da trotzdem noch so ein bisschen Schattierung drauf und das mache ich mit dem W1er. Der ist bei mir eigentlich fast am häufigsten im Einsatz. Dann haben wir hier noch zwei Sprüche, die drauf kommen und wundert euch nicht, das sind nicht dieselben, die im Stempelset drin sind. Ich habe angefangen damit, dass ich mir die Stempel quasi oder die Sprüche selber mache, indem ich das einfach auf dem Computer mache, in der Größe, wie ich das eben brauche und dann einfach auf diesen 200 Gramm Cardstock mit dem Laserprinter ausdrucke. Geht für mich fast am einfachsten. Da habe ich WhatsApp und Hey There und da habe ich gleichzeitig für hinten dran, um da ein bisschen stärker noch zu bilden, gleich groß Widerspruch einfach auch noch zwei von diesen 200 Gramm Papier geschnitten. Und das natürlich für beide Sprüche. Was bei mir immer auf dem Tisch ist Flüssigkleber, Zementitkleber, Eckenabrunder, Scheren, Falzbein, eine Pinzette, den Hebelschneider von Fiskars und was wir natürlich auch brauchen, ist die Sizzix Big Shot, um hier das Cutting Die zu schneiden. Oder mit dem Cutting Die zu schneiden, so wollte ich sagen. Und ich nehme jeweils, wenn ich blende, nehme ich noch ein Stück Papier, um das dann dahinter zu legen und mir den Tisch nicht zu verschmieren. Das ist alles, was wir brauchen und ich würde sagen, wir blenden zuerst, damit wir dann das ausstanzen können. Da platziere ich mir das einfach auf die Karte. Ein bisschen Spielraum habe und ich mache das jeweils so,
klebe die hinten kurz fest, damit mir das beim Blenden dann nicht verrutscht. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem Blenden. Wenn ihr das fertig geblendet habt, dann könnt ihr die Schablone wieder abnehmen und die auch gleich reinigen unter lauwarmem Wasser, damit das hier nicht dran bleibt. Und ihr seht auch, wenn ihr die sofort reinigt, dann wird die wieder wunderbar sauber. Was ich euch gar nicht gesagt habe, ne, ich habe die Schablone selber geschnitten, das ist keine gekaufte. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr sowas mit dem Plotter selber schneiden könnt, da verlinke ich euch ein Video hier oben. Was ich auch gleich noch mache, diese Auflagekarte ist ja 0,5 cm größer als die Karte. Und ich möchte, dass ich hier dieselbe Farbe habe in der Mattung, wie ich fürs Blenden verwendet habe. Das mache ich jeweils so, dass ich hier, damit ich nicht die komplette Karte hier jetzt einfärbe, lege ich mir da einfach ein Stück Papier drauf und dann kann ich hier wunderbar ringsherum einfach kurz das blenden. So, und so habe ich effektiv eine Hintergrundkarte, die dann auch zum Blending von der Karte passt. Jetzt müssen wir das hier noch ausschneiden. Da brauchen wir die Big Shot dafür. Und zwar die Schneideplatte. Und jetzt gucke ich einfach, wie das am besten drauf passt, damit alles wirklich mit diesen Punkten auch gedeckt ist. Und so klebe ich mir das kurz fest, damit mir das in der Maschine drinnen nicht verrutscht. Und dann kann ich das wunderbar ausschneiden. Voilà. Und schon habt ihr einen Rahmen, der hübsch gepunktet ist. Die Teile, je nachdem wie ihr wollt, ich behalte solche Sachen jeweils, ich lege die jeweils in das Paket, wo ich das Cutting Die aufbewahre und dann kann ich die für ein anderes Projekt wieder verwenden. So, und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch zusammenstellen. Ich klebe hier als allererstes kurz die Sprüche zusammen. Und es macht Sinn, wenn ihr die Ecken vor dem Zusammenkleben abrundet. Ne? Warum runde ich hier die Ecken ab? Es ist ganz einfach so, das Design hat sehr viele runde Elemente und ich versuche das so einfach jeweils so ein bisschen anzugleichen. Dann habe ich diese beiden Sprüche und das Ziel ist, dass ich einen hier habe und einen hier. Und die Giraffen sollen einerseits der hier unten hervorgucken, der hier von der Seite und der hier von oben runter. Und damit ich dem Ganzen so ein bisschen Dimension geben kann, werde ich hier auch noch mit Dimensionals arbeiten. Und zwar habe ich hier so Punkte und die klebe ich ganz einfach in die Mitte von den Elementen. Und jetzt geht es eigentlich am einfachsten, wenn ihr als allererstes einfach
das Element hinten an den Rahmen klebt. Und da mache ich es einfach so, dass ich ganz unten am Rand so ein bisschen Kleber drauf mache und es dann hinter dem Rahmen so platziere, wie ich das haben will. I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. So, dann hängen nämlich die schon mal richtig. Kann ich hier hinten die Klebepunkte ablösen. Und was ich zuerst mache, ist effektiv dieses Blatt auf die Karte draufkleben. Und dann kann ich dieses Element auf die Karte draufkleben. Und das gerne mittig. Und dann kommen noch die Sprüche drauf. Et voilà. Und schon ist diese Karte fertig. Das war eben das Beispiel mit diesem Whimsey Cutting Die. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video und diese erste Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Ich werde natürlich in den nächsten Wochen auch noch mehr Beispiele geben. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!